Der Chocó war wirklich beeindruckend. Ja, das Erste, was einem auffällt, ist, dass wenn man aus dem Flugzeug steigt, das ist wie in ein Terrarium einsteigen. Es ist unglaublich heiß und feucht. Wir haben viele Orte gesehen, die eigentlich total idyllisch wären. Wir haben auch teilweise Paradiese gesehen. Wir haben einen versteckten Wasserfall im Dschungel gesehen. Da hat man zum ersten Mal richtig das Gefühl gehabt, wie diese Natur eigentlich aussieht. Aber ansonsten, die Flüsse, die sind verschmutzt, verdreckt. Man sieht Menschen am Ufer, die in diesen Flüssen entweder baden oder ihre Kleider waschen oder ihr Geschirr abspülen. Und wenn man das nicht weiß, dass dieser Fluss mit Quecksilber verseucht ist, dann sieht das eigentlich ganz nett aus. Aber es ist überhaupt nicht nett. Es gibt wahnsinnig schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen natürlich für die Menschen vor Ort. Die Mädchen waren das Schönste an der Reise. Die sind einfach unglaublich. Die strahlen, die sprudeln vor Leben und man kann nicht glauben, dass die oft schon viel Leid erlebt haben oder in sehr unglücklichen Umständen gelebt haben. Das fand ich auch interessant. In der Schule hat mir dieser Lehrer, der Alejandro, erzählt, dass oft die indigenen Kinder sehr intelligent sind, weil sie zweisprachig aufwachsen. Weil sie zuerst ihre indigenen Sprachen lernen und dann später noch Spanisch oder von Anfang an Spanisch dazu. Und die meisten nicht indigenen Kinder lernen nur Spanisch, weil einfach weit und breit im Umkreis nur Spanisch gesprochen wird. Das heißt, man hat wenig Kontakt zu anderen Sprachen und sogar wenn man in der Schule Englisch lernt, dann hat man nicht so viel Gelegenheit, das zu verwenden. Und das ist für die indigenen Kinder tatsächlich oft eine Art Vorteil, obwohl sie sonst sehr viele Nachteile haben. Die Schule, die jetzt gerade eröffnet wurde, während wir da waren, das war wirklich sehr schön, das mitzuerleben, die funktioniert. Die funktioniert super. Ich hatte das Glück, auch einen ganzen Vormittag da rumlaufen zu dürfen und von einem super tollen Englisch- und Spanischlehrer Alejandro geführt zu werden, der mir die einzelnen Klassen gezeigt hat, der mir erzählt hat von seinen Schülern, von den anderen Schülern, von den Umständen, immer wieder in Begeisterungsstürme ausgebrochen ist, wie toll diese Schule jetzt ist und wie super diese Räume sind und groß und hell und dass die Kinder da wirklich lernen können, sich konzentrieren können. Take this chance in this school. Es ist eine Freude zu sehen, dass das wirklich funktioniert und wie die Kinder da drauf sind. Die sind lebhaft wie verrückt. Also das ist auch eine sehr andere Welt als in der deutschen Schule. In der deutschen Schule hätte man eher das Gefühl, es sind alle so halb am Schlafen, würde ich sagen. Und dort herrscht permanent eigentlich ein gewisser Lärmpegel, weil auch die Räume so offen sind. Es gibt ja meistens keine Fensterscheiben. Also im Chocó habe ich eigentlich überhaupt keine Fensterscheiben gesehen, weil es einfach so warm ist. Und die Klassen sind dementsprechend zum Teil wirklich offen. Die Türen bleiben auch manchmal offen. Das ist eine ganz andere Lernatmosphäre, eine sehr lebendige Atmosphäre. Ein sehr einschneidender Moment war der Besuch eines Waisenhauses in einem auch etwas abgelegeneren Dorf in Andagoya. Also wir haben junge Mädchen gesehen, die waren 4 Jahre alt, aber sie sahen aus wie ein einjähriges Kind mit abgemagerten Ärmchen und Beinchen. Und wenn man die Hand auf den Bauch gelegt hat, dann hat man die Rippen gespürt. Die Handgelenke waren verkrampft und der Blick ist so hin und her geirrt. Das war wirklich schon hart mit anzusehen, aber auch wichtig, weil man einfach diese Realität dann dort mal sieht. Es fühlt sich immer ein bisschen unangenehm an, da so hinzugehen, sich das anzuschauen. Aber andererseits habe ich mir auch selber dann immer gesagt, das ist ja wichtig und nötig, weil wir wollen ja davon berichten. Und deswegen müssen ein paar von uns das mit eigenen Augen sehen und nach Deutschland oder eben in andere westliche Länder bringen, diese Informationen und diese Bilder und anderen davon erzählen, was ich jetzt gerade tue, damit es klar wird, wofür wir das machen.